Hi, Paolo. Wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Hi Blanche. Ja, alles gut. Wirklich? Nein, nichts ist gut. Ich glaube, ich muss ausziehen. Oh, was ist passiert? Wo soll ich anfangen? Es begann alles an einem Samstagnachmittag, als ich eine Autofahrt machen wollte. Und nach den Schadenszahlungen, den steigenden Versicherungskosten, den Autoreparaturen und den gekürzten Schichten im Restaurant bin ich jetzt pleite und kann die Miete in diesem Teil der Stadt nicht mehr bezahlen. Und ich habe für die nächsten 6 Monate ein Fahrverbot. Was soll ich nur tun? Was ist los? Hallo Bibi. Auf Wiedersehen, Bibi. Paolo hat finanzielle Probleme und kann seine Miete nicht bezahlen. Er denkt, er muss ausziehen. Oh nein, das muss schrecklich sein. Also, wann ziehst du aus? Keine Ahnung, ich denke irgendwann nächste Woche. Paolo, du weißt, dass es vielleicht andere Lösungen gibt, oder? Hast du darüber nachgedacht, einen Mitbewohner zu finden, um die Miete zu teilen? Nein, daran habe ich nicht gedacht. Glaubst du, das würde funktionieren? Natürlich. Schau uns an. Bibi und ich teilen uns diese Wohnung und alles läuft großartig. Du musst nur den richtigen Mitbewohner finden. Okay, ich denke, du hast recht. Glaubst du, es ist noch Zeit? Eine Woche ist nicht viel, aber sicher, es ist einen Versuch wert. Stell eine Anzeige online und sieh, wer sich meldet. Ich kann dir helfen, Fotos von deiner Wohnung für die Anzeige zu machen. Okay, danke Blanche. Ich werde es versuchen. Du bist eine gute Freundin. Blanche, was machst du? Wir hätten Paolo endlich loswerden und einen besseren Nachbarn bekommen können. Warum hilfst du ihm? Bibi, Paolo braucht offensichtlich Hilfe und er ist ein guter Nachbar. Vielleicht sind seine Manieren nicht die besten, aber er war für uns da, als du eine Fahrt ins Krankenhaus gebraucht hast. Erinnerst du dich? Ja, aber er hat jetzt sein Fahrverbot für die nächsten 6 Monate, also... Bibi. Und er ist immer gemein zu mir. Bist du nicht auch immer hart zu ihm? Aber wir hätten einen viel besseren Nachbarn als ihn bekommen können. Oder einen schlechteren. Okay, du hast recht. Lass uns ihm helfen. Aber ich brauche einen Tequila. Stilvoll. Okay, Paolo. Wie wäre es, wenn du das Zimmer ein bisschen aufräumst, bevor wir die Fotos machen? Ich schätze... Okay, gib mir einen Moment. Nur 5 Minuten? Hast du alle Sachen aus dem Fenster geworfen? Nein, nur in das andere Zimmer geschmissen. Ich werde sie später oder irgendwann organisieren. Deutsche Effizienz, richtig. Paolo, das ist nicht, was deutsche Effizienz bedeutet. Lass uns einfach die Fotos machen. Okay, fertig. Du kannst deine Anzeige jetzt online stellen, also sei bereit, auf die Bewerber zu antworten. Aber wie kann ich den richtigen Mitbewohner auswählen? Erstelle eine Liste der wichtigsten Kriterien für dich und befrage die Leute während der Besichtigungen. Du hast recht, lass uns die Kriterienliste jetzt erstellen. Okay. Also erstens, sie muss eine schöne Frau sein. Ich dachte eher daran, dass ein stabiles, bezahltes Arbeitsverhältnis die Nummer 1 sein sollte. Warum so restriktiv? Würde es nicht reichen, wenn sie reich ist oder einen Webcam-Service betreibt oder so? Keine Notwendigkeit zu arbeiten, solange sie ein Einkommen hat? Wirklich? Paolo, ich denke, es ist eine großartige Wahl, an eine wunderschöne Frau zu vermieten. Sobald du mit ihr geschlafen hast und sie nach 24 Stunden losgeworden bist, wird sie sicherlich deinen zukünftigen weiblichen Besuchern nichts erzählen. Okay, daran habe ich nicht gedacht. Danke, Bibi. Okay, also erstens, der Typ muss gerne Sport schauen und Videospiele spielen. Und Brettspiele? Und Brettspiele? Und er sollte gut aussehend und muskulös sein. Nein. Zweitens, er sollte gerne bereit sein, mich in der Stadt herumzufahren, während mein Führerschein weg ist. Viel Glück damit. Und drittens? Ein gutes und stabiles Einkommen haben. Nein. Gute Reinigungs- und Organisationsfähigkeiten? Nein. Drittens, er sollte gerne feiern, in Bars gehen und allgemein ein guter Kumpel sein. Ich könnte jemanden gebrauchen, der mir hilft, Frauen kennenzulernen. Unglaublich. Blanche, erinnere mich, warum helfen wir Paolo? Paolo, diese 3 Kriterien sind nicht praktisch, um zu bewerten, ob sie gute Mitbewohner sein werden. Im Gegenteil. Die Dinge, die wir gemeinsam haben, sind entscheidend. Wenn wir uns gut verstehen, lösen sich alle anderen Probleme von selbst. Großartig. Bald haben wir 2 Paolos. Also, wie würdest du dich fühlen, mich die nächsten 6 Monate durch die Stadt zu fahren? Ich habe keinen Führerschein. Zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren
könnte eine gute und gesunde Option sein. Verstehe. Magst du Videospiele, Brettspiele und sowas? Haha, Spiele sind doch für Kinder, oder? Und ab und zu organisieren wir eine Party oder gehen in eine Bar. Würdest du gerne mitkommen? Ich bevorzuge eigentlich Theater, Kunstausstellungen und Museen. Ich werde an meiner Doktorarbeit arbeiten und viel recherchieren, also hoffe ich, dass es keinen Lärm gibt. Du spielst deine Videospiele doch mit einem Headset, oder? Na, Alter. Würdest du die Kosten für das ultimative Sportkanal-Abo mit mir teilen? Nicht wirklich, aber ich würde es gerne mit den Wissenschafts- und Dokumentationskanälen teilen. Würdest du mit mir auf ein Bier oder einen Drink in eine Bar gehen? Oh ja, ich finde dich sehr attraktiv. Ich kenne eine spezielle Bar, die dir sicher gefallen wird. Es ist eine Katastrophe. Keiner der Kandidaten hat die Kriterien erfüllt. Es ist hoffnungslos. Einer von ihnen hatte sogar eine Giftschlange als Haustier. Ich hoffe, du hast Nein gesagt. Natürlich habe ich Nein gesagt. Der Typ hat mir gesagt, ich solle öffentliche Verkehrsmittel benutzen, anstatt Auto zu fahren. Ja, offensichtlich ist Busfahren der Dealbreaker. Vielleicht solltest du nicht so wählerisch sein. Niemand wird der ideale Kandidat sein. Hey, die Sommerolympiade ist im Fernsehen. Lasst uns schauen. Hi Leute, was geht ab? Paolo hat seinen Führerschein verloren und muss sich einen Mitbewohner aus unmöglichen Optionen aussuchen. Okay, verstanden. Das erinnert mich daran, dass ich etwas tun muss, um aus der teuren Wohnung auszuziehen, in der ich wohne. Stellt euch vor, ein Ort hatte eine Badewanne in der Küche. Ein anderer Ort sah eher wie ein Dachbodenlager aus. Und der letzte Ort war im Grunde ein unterirdischer Bunker ohne Fenster. Also bisher nicht sehr erfolgreich. Toll, die Sommerolympiade ist im Fernsehen. Lasst uns schauen. Tom, suchst du nach einem eigenen Platz oder ist das Teilen mit einem Mitbewohner auch eine Option? Ich bin allein, daher könnte ein Mitbewohner gut sein. Das Wichtigste ist, dass die Wohnung in Ordnung ist, schnelles Internet hat und in dieser Nachbarschaft liegt. Interessant. Tom, wir würden am Wochenende gerne einige Brettspiele spielen. Möchtest du mitmachen? Natürlich, Brettspiele sind großartig. Tom, ich habe gerade überlegt, ob du uns vor den Brettspielen zum Einkaufszentrum fahren könntest. Ich wollte etwas Neues kaufen. Klar, ich fahre euch gerne herum. Ich muss das Fahren auf der rechten Seite üben. Irgendwelche Gedanken, Paolo? Entschuldigung, was? Ich habe die Olympiade im Fernsehen geschaut. Egal. Paolo, deine Wohnung ist ganz in Ordnung, gleich auf der anderen Seite des Flurs und dein Internet ist schnell, oder? Ja, natürlich. Tom, irgendwelche Gedanken? Entschuldigung, Bibi, was? Ich habe den Sport geschaut. Nicht wichtig. Hey Tom, wie wäre es, wenn wir nach den Spielen in eine Kneipe gehen? Okay, lass uns gehen. Kommt ihr Mädels mit? Nein, ich denke, wir bleiben hier. Okay, wie ihr wollt. Vielleicht könntet ihr mir in der Zwischenzeit empfehlen, welchen Mitbewohner ich aus den unmöglichen Optionen auswählen soll. Aha. Und mir eine neue Wohnung finden, bitte. Aha. Lass uns betrinken. Alkohol löst alle Probleme. Alkohol ist niemals die Antwort auf Probleme. Wollen wir wetten? Tom, du kannst hier schlafen. Es ist für meinen zukünftigen Mitbewohner. Also egal. Du kannst genauso gut hier abstürzen. Danke. Ich bin total kaputt. Hey, das war lustig. Ja, Schönes Zimmer übrigens, Paolo. Wie wäre es, wenn ich hier bleibe, bis du deinen Mitbewohner findest? Das würde mir auch Zeit geben, etwas in der Nachbarschaft zu finden. wenn du die Hälfte der Miete übernehmen kannst, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Ich habe es nicht eilig, einen der Clowns von heute auszuwählen. Okay, abgemacht. Abgemacht. Ist es nicht schön, wie sich unsere Probleme von selbst lösen? Und Blanche sagte, trinken sei nicht die Lösung. Blanche, Bibi, Überraschungsnachricht. Ich werde bei Paolo bleiben, bis ich einen besseren Platz finde oder bis er einen Mitbewohner findet. Was war das denn? Wir haben gewettet, wann ihr es herausfinden würdet. Blanche hat auf heute gewettet. Worauf hast du gewettet, Bibi? Ich habe auf niemals gewettet und dass wir es euch sagen müssten. So viel Vertrauen. Nun, es ist sowieso nur eine Übergangslösung. Ja, wahrscheinlich für ein paar Wochen. Also,
Lasst mich das richtig verstehen. Keiner von euch hat es besonders eilig, etwas anderes zu finden, weil die bisherigen Optionen schlecht waren, richtig? Ja. Stimmt. Paolo, du suchst jemanden, der Sport, Spiele und Partys mag und dich herumfahren kann, richtig? Esattamente. Wir sagen, genau. Und Tom, du suchst eine anständige Wohnung hier in der Gegend mit schnellem Internet. WG-Teilen ist kein Problem, richtig? Richtig. Okay, nun denke ich, dass nur noch eine Sache übrig bleibt. Es ist Zeit, Paolos neuen Mitbewohner und Toms neue Wohnung zu feiern. Oh ja, stimmt. Nun, wenn du es so sagst, okay, lasst uns feiern, dass Tom mein neuer Mitbewohner wird. Tolle Neuigkeiten. Tom, willkommen im Gebäude. Danke fürs Anschauen. Für die nächste Folge klickt hier und für die ganze Geschichte klickt hier.